Hallo liebe Kunstfreunde, hier ist die Anne Pross von Anne Pross Kunst. Ich sprühe hier gerade mit Wasser ein Aquarellpapier ein, damit es etwas feucht ist. Ich habe mir ein grafisches Muster abgeklebt mit Kreppstreifen und mir jetzt eine blaue Farbe genommen, die ich mit einem Borstenpinsel dann auftrage. Das kann ruhig mit etwas Wasser vermischt werden, damit es nicht zu dunkel wird. Einfach locker auftragen und ein paar Flächen mit dieser Farbe ausfüllen. Bitte recht zügig arbeiten, denn ich habe vor, noch einen Effekt aufzubringen. Das funktioniert nur, wenn die Farbe noch ziemlich feucht ist. Jetzt nehme ich mir ein Grün, vermische das mit dem restlichen Blau und trage das wieder in die Flächen auf. Es dürfen ruhig die Pinselstriche zu sehen sein. Das bringt einen tollen Effekt. Im Anschluss nehme ich mir noch etwas gelbe Farbe dazu und vermische das mit dem restlichen Grün. Somit habt ihr das alles in einer Farbfamilie sozusagen. Alle Farben sind aufeinander abgestimmt. Und jetzt nehme ich mir einen haushaltsüblichen Brennspiritus, tropfe den auf die Farbflächen auf und dann bilden sich da Zellen, weil die Farbe von dem Spiritus verdrängt wird. Ihr könnt auch Alkohol nehmen, reinen Alkohol. Dann befeuchte ich mir ein Krepptuch und gehe auf die erste Fläche, weil da der Spiritus gar nicht mehr gewirkt hat, und versuche jetzt ein paar helle Stellen mit dem Krepppapier zu erzeugen, aber nicht zu sehr die Farbe abrubbeln, damit das Papier nicht beschädigt wird dabei. Das mache ich jetzt noch bei den kleinen Farbflächen. Und im Anschluss muss das gut trocknen. Jetzt habe ich da ein dunkles Blau und da trage ich jetzt mit einem trockenen Pinsel diese dunkelblaue Farbe an manchen Rändern auf, die ich hier abgeklebt habe. Das Ganze könnt ihr bei allen Flächen machen oder auch gewisse Ränder freilassen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall gut verreiben, dass die Farbe da verteilt wird, ganz locker. Das lasse ich jetzt mal komplett unkommentiert, denn ich werde jetzt das Bild weiter in dieser Art bearbeiten.
Nun löse ich die Kreppbänder, die ich in der Mitte des Bildes aufgebracht hatte. Ihr seht, da kommt dann die weiße Farbe des Aquarellpapiers wieder zum Vorschein. Das mache ich jetzt mit allen 4 Bändern. Und diese weißen Streifen habe ich mir vorgenommen, möchte ich mit einer silberfarbenen Acrylfarbe dann ausmalen. Wie ihr seht, habe ich da ein Fläschchen von dieser Perlglanz Acrylfarbe. Und das ist ein ganz helles Silbergrau in Glanzfarbe. Und da möchte ich jetzt die Streifen damit ausmalen. Das könnt ihr freihändig machen. Wer sich da ganz unsicher ist, der klebt einfach nochmal diese Kreppbänder auf, links und rechts von den Streifen. Dann könnt ihr eine ganz gerade Linie bekommen, aber wer keine zittrigen Hände hat, der schafft das auch eben freihand. Und wenn da mal eine Kleinigkeit vielleicht über den Rand drüber rausgeht, ist es auch nicht so schlimm. Man kann es immer wieder abtupfen mit einem Papier. Das ist alles kein Problem und es muss ja auch nicht exakt sein, denn die Betrachter wissen dann wenigstens, dass dieses Kunstwerk von Hand gemalt ist. Wenn es auch kleine Unregelmäßigkeiten mal gibt, dann weiß man, dieses Kunstwerk ist echt. Und in dem Fall ist es ein echtes Kunstwerk von Anne Pross. So, das führe ich jetzt weiter fort, bis alle Flächen dieser weißen Streifen bemalt sind. Noch ein Spritzer mehr von dieser Farbe, damit ich das zu Ende auftragen kann. Arbeitet sorgfältig, dann klappt das auch. Das hat alles einen schönen Silberglanzeffekt. So, jetzt bin ich mit diesem Bild soweit fertig, habe mir nochmal weiße Farbe angemischt mit viel Wasser. Mit einem größeren Pinsel wieder trage ich Farbspritzer auf, und zwar
genau in diesen Richtungen hauptsächlich, die ich mit den Bändern da abgeklebt hatte. Ich konzentriere das auch ein bisschen auf die Mitte. Das ergibt noch einen lebendigen Effekt, setzt dann helle Stellen nochmal ins Bild. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei und habt viel Freude beim Nacharbeiten. Eure Anne Pross. Bleibt bitte dabei bis zum Schluss des Videos, dann seht ihr das fertige Bild an der Wand. Danke, ciao.